Hey, was gibt's denn bei euch hier umsonst? Wie sieht's denn mit dem Pistazieneis da aus? No, Wasabi. Klar, sagt ihr mal ruhig dazu, was ihr wollt. Sieht jedenfalls mega lecker aus. Ein bisschen mehr bitte. Es ist umsonst, oder? Nicht so schüchtern. Ein bisschen mehr. Immer her damit, es ist umsonst. So wird das was. Noch ein Batzen. Na bitte, das ist doch jetzt mal eine Portion, wie man sie haben möchte. Okuyami moushiagemasu. Sie und Ihr Team sind ein Garant für überragende Kompetenz und beispielhaft. Ich brauch Wasser! Oh, schmerzt das nach! Schmerzt das nach! Hallo, herzlich willkommen zu Piorita und zu einer 5. Folge Kulinarisches Kino. Wir machen heute leckeres Pistazieneis. Zu den Zutaten, hier habe ich 500 ml Sahne mit 32% Fett, 250 ml Vollmilch, eine Vanilleschote, dann habe ich hier 175 Gramm Zucker, 6 Eigelb, 200 Gramm geschälte Pistazien, eine Prise Salz und 50 Gramm ungeschälte Pistazien. Zuerst einmal werden wir die Pistazien im Mixer zerkleinern. Die Hälfte der Pistazien werde ich ganz fein mahlen und die andere Hälfte etwas gröber, damit die Eismasse so viel wie möglich an Pistaziengeschmack bekommt. Apropos Pistazien, wichtig ist es, dass sie ganz frisch sind. Darauf müsst ihr einfach achten. Ihr seht, die Pistazien sind jetzt ziemlich fein gemahlen. Es ist fast eine ganz feine Paste. So, jetzt kommt die andere Hälfte und die mixen wir jetzt auch. Also die werden wir jetzt etwas kürzer mixen und wie man sieht, sind sie jetzt etwas grobkörniger, damit man nämlich die knackigen Pistazienstückchen im Eis noch herausschmecken kann. Und wir geben sie zu den fein gemahlenen dazu. So, und nun erhitzen wir in einem Topf, und zwar bei mittlerer Hitze, die Milch und die Hälfte der Sahne. Wir schneiden die Vanilleschote der Länge nach auf und kratzen das Vanillemark mit der Messerspitze aus der Schote heraus und fügen es zur Masse hinzu. Ich gebe jetzt die gemahlenen Pistazien hinein. Und nun kräftig mit dem Schneebesen rühren, bis es keine Klümpchen mehr gibt und wir eine richtig schöne homogene Masse haben. Die Mischung nicht zum Kochen bringen, sondern nur so lange erhitzen, bis der Dampf aufsteigt. Jetzt nehmen wir den Topf vom Herd und stellen ihn beiseite. Nun kommt das Eigelb in die Rührschüssel, dann der Zucker und jetzt auch das Salz. Wir werden das jetzt so lange rühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat und die Mischung schön cremig und leicht angedickt ist. Dafür lasse ich die Küchenmaschine ca. 5 Minuten laufen auf Stufe 2. Als nächstes gieße ich die erhitzte Pistazienmischung ganz langsam zu der Eigelb-Zuckermasse. Und wichtig dabei ist, erst ganz kleine Mengen hineinzugeben, da ansonsten das Eigelb sehr schnell gerinnen kann. Ich lasse die Küchenmaschine währenddessen einfach weiter rühren. Alles ist jetzt gut vermischt und wir können die Küchenmaschine jetzt ausschalten. Anschließend gießen wir die Mischung zurück in den Topf und jetzt lasse ich die Pistazienmasse auf kleiner Stufe langsam erhitzen, dabei immer kräftig mit dem Schneebesen rühren. Die Mischung sollte auf keinen Fall kochen, weil sie sonst gerinnen kann. Also ideal sind 75 Grad. Ich verwende hier auch ganz gern den Thermometer, um nochmal sicher zu gehen. Also wenn sich am Rand kleine Bläschen formen und die Mischung schon zu dampfen anfängt, dann könnt ihr den Topf vom Herd nehmen. Genau 75 Grad, das ist perfekt. Übrigens nennt man diese Technik zur Rose ziehen. Cooler Name, finde ich. Es klingt so wie ein Romantitel von Umberto Eco. Wir geben das Ganze in eine große Schüssel und fügen die restliche kühle Sahne hinzu. So kann die Eismasse etwas abkühlen.
Wenn ihr eine cremigere Konsistenz haben wollt und keine Pistazienstückchen im Eis, dann könnt ihr an dieser Stelle einfach die Eismasse durchsieben. Ich persönlich habe aber die Pistazienstückchen schon sehr gern im Eis, deshalb lasse ich sie auch drin. Und jetzt noch einmal alles gut vermischen. Nun lassen wir die Eismasse auf Raumtemperatur abkühlen und decken es jetzt mit einer Klarsichtfolie ab. Jetzt kommt die Mischung über Nacht oder für mindestens 8 Stunden in den Kühlschrank. So kann sie richtig schön durchziehen. 12 Stunden sind jetzt um und wir können nun mit dem Eisbereiten loslegen. Unsere Eismischung ist über Nacht richtig schön kalt geworden. Das ist auch ganz wichtig, damit das Pistazieneis richtig cremig wird. Vorher werde ich aber im Mixer noch ein paar Pistazien grob mahlen. Die brauchen wir dann später für das Dekorieren. Wie ihr seht, habe ich die Masse in eine Glaskanne umgefüllt mit einem Ausgießer. So lässt es sich leichter in den Eisbereiter hineinschütten. Ich setze jetzt meine Eismaschine zusammen. Als erstes kommt der Rührarm in den Kühlbehälter. Dann den Antriebsadapter mit der A-Seite auf den Motorkopf schieben. Und nun den Kühlbehälter auf die Stifte setzen, einrasten lassen, anheben, damit der Adapter den Rührarm richtig aufnimmt. Also jetzt ist es wichtig, dass die Küchenmaschine auf alle Fälle eingeschaltet ist und läuft, bevor wir die Eismischung hineingeben, weil sonst die Masse sofort gefrieren würde und so den Rührarm blockiert. Nun wird die Eismischung ca. 20 bis 24 Minuten gemixt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Die Küchenmaschine lasse ich jetzt auf Stufe 1 laufen. Und wenn es dann Klick macht, ist unser Pistazieneis fertig. Wir können endlich anrichten und ich habe hier einen eisgekühlten Behälter. Da werden wir jetzt gleich das Eis hineingeben, damit es auch nicht so schnell schmilzt. So, und jetzt werde ich mir eine ordentliche Portion Pistazieneis gönnen. Noch ein paar gehackte Pistazien drüber streuen. Ein kleines Pfefferminzblatt und voilà, unser Pistazieneis ist fertig zum Genießen. Macht es unbedingt nach und lasst es mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion. Abonnieren und liken nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, eure Rita.